So, meine liebe Frau hat entschieden, dass wir jetzt eine Hunter-Runde machen. Ein Schuss, ein Treffer. Und sie will auch vom roten Flock ausschießen. Ja, man darf jedes Tier nur einmal schießen. Das steht sogar in den Vorschriften hier. Ja, aber du weißt auch schon, dass da der Pfeil ist und wir da lang laufen müssen, ne? Ah, Schummeltrieben, Video, ja. Ja, so stell dir vor, ich würde das machen. Einfach nur davor stehen. Dann stehe ich ja hier am blauen Ja, aber wer Fleck. sagt denn, dass man es nicht darf? Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute im Schloss Guteneck. Erbaut im 12. Jahrhundert, kann man auch an den gotischen Mauern erkennen. Super restauriert, sieht echt klasse aus. Und eine super tolle Event-Location. Und wir wollen uns das Ganze mal anschauen, denn hier kann man Bogen schießen. Hier gibt es einen wunderschönen Parcours und den schauen wir uns heute mal an. Oh, das geht hier erstmal richtig schön steil ab. Passt also auf beim ersten Runtergehen. Und wenn ihr mit Kind und Frau unterwegs seid, vergewissert euch, dass eure Frau nicht immer nur ein Kleidchen trägt, sondern auch mal eine lange Hose. Yeah, so mag ich das. Das hier ist der Einschießplatz. Machen wir uns mal warm. Aerojules heute hier in bester Form. Mama kann das schaffen für den Tag. Für den Wald? Mama kann das schaffen für den Tag. Komm noch mal rein. 1. Nee, nicht auf das gleiche. Wieso? Immer ein anderes. Wie sagt das Du denn? schummelst. Die schummelt schon wieder. Geht nicht mit der Aerojules in den Bogenparcours. Die schummelt immer. Wir haben gesagt, jeder nimmt mal an. Ja, genau, immer den gleichen. Ne? Ich hab's mal angeschubst, weil es macht am meisten Spaß. Und los geht's. Pfeile. Also mein Pfeilassistent ist nicht so wirklich der schnellste. Dankeschön. Wie konnte mir das denn passieren? Das muss ich direkt retten, indem ich es im Laufen mache. Bamelamelam. Du. Hier gibt es übrigens gelbe, blaue und rote Positionen. Wir schießen natürlich von der roten und du auch. Ey, was machst du da? Ey, gehst du bitte gefälligst hier schön an den roten Flock? Wir wollten immer von rot schießen. Ja, klar. Und hinter dem Flock. Leute, wie seht ihr das? Hinter dem Flock oder vor dem Flock? Hauptsache mit dem Fuß dran. Hauptsache mit dem Fuß dran. Hier, das ist wieder die Schummeltrine. Hör mal, soll ich das mal machen? Dann stehe ich aber da vorne mit meinem langen Schritt. So, stell dir vor, ich würde das machen. Einfach nur davor stehen. Dann stehe ich ja hier am blauen Ja, aber wer Fleck. sagt denn, dass man es nicht darf? Ja, das macht doch gar keinen Sinn. Wer sagt es denn? Ja, ich sag das jetzt. So, das ist jetzt Regel für alle, die Parcours gehen. Hinter dem Flock. Wenn ich einen erwische, der sich auch vor dem Flock bestellt, Hauptsache der Fuß dran. Also hier, ne, zum Thema mit Schummeltrine im Parcours sein. Da hat die extra an dem iPhone das Licht angemacht, wo man hier kein Licht braucht, um mich mal eben kurz zu blenden. Das ist ja ganz aus Versehen schön. Das war aus Versehen. Du hat hast das Licht du hast angemacht. das Handy zuletzt. Jetzt habe ich so einen blöden Punkt. Jetzt treffe ich Ja, aber bestimmt vielleicht nicht. triffst du jetzt mal. Immer im Punkt folgen. Na siehst du, jetzt geht er links daneben. Wo Was war's? denn? Was war das denn? Das sind 2. Hey, was machst du denn da? Ich muss das treffen. Das gilt aber nicht, ja. Nee. Wer ist der Schummeltrieb? Was? Du bist die Schummeltrine. Es gibt doch kein Schummeltrinerich, es gibt nur Schummeltrinen. So. Also sehe ich ganz schlecht. In den Holz. Ich war schön auf Pfeil gewesen. Ganz ehrlich, ich kann Steffis Pfeil hier nicht schießen. Das ist ja Der schummelt schon wieder. Leute, passt bloß auf. Mit Aerojules hier ins Gelände, ne? Nein, die darfst du schießen. Ja, wenn man sein Höschen vergessen hat, ne? Nee, ich mache das für mein Kind. Oh, Ich dir das gerade. die Löwenmutter. Übrigens sehr schön hier wirklich. An dem Bach gelegen ist es total urig, hier vorbei zu wandern. Toll. Hier, nur damit ihr mal ungefähr wisst, wie die Schummeltrine heimlich arbeitet. Die schleicht sich einfach wieder vor an den gelben Flock. Wir haben abgemacht, wir schießen von dem roten. Wenn du dich verwirrt hättest, wäre der gelbe richtig gewesen. Weil der rote ist nämlich nur für von Haus. Aber das war doch unsere Regel, dass wir gesagt haben, wir schießen nur von Gelb, von Rot. So, die Schummeltrine macht es einfach. Die geht einfach vom gelben Flock.
hättest du mal vom Roten geschossen. Ja. Gib den Pfeil her, Till. Ja, mit Wut schießen, komm. Schieß mit Wut. Schieß nicht mehr. Oh, oh. Du brauchst das gar nicht angewöhnen. Nee, herrlicher Parcours. Guckt euch das an. Wirklich schön. Muss man ganz schnell sein, weil die rennt immer vor und steckt einfach schon mal ihre Pfeile dann schon mal rein. Klar. So, einen daneben. Und ich habe wieder einen leckeren Kill. Okay, den brauchen wir gar nicht vom Nahen filmen, da waren wir beide daneben. Hallo liebe Parcoursbetreiber, wir sind schon wieder irritiert. Da ist die 3, da ist ein Pfeil, dass es weitergeht. Aber eine kleine 31 verrät mir, dass es nicht da weitergeht. Aber wo geht es jetzt weiter? Geht es da runter oder geht es da so einen Weg rein? So, wir sind jetzt hier nochmal an der Stelle, wo wir eigentlich hätten ziehen müssen. Aber auch hier, weit und breit, kein Schild. Ihr müsst hier ein Schild hinmachen, da, genau da. Was, du musst Pipi? Wir können jetzt kein Pipi machen. Wir müssen schießen. Pipi ist nicht erlaubt. Doch. Ja, Treffer! Also ich finde die Landschaft hier hervorragend. Wir waren gerade am Bach, super schön, dicht. Und jetzt sind wir hier in so einem schönen Nadelgehölz. Ist auch wunderschön hier. Also bin echt schwer beeindruckt. Und man schießt ja auch hervorragend drüber. Naja, auf die kleinen Distanzen kann ich noch einen Kill kriegen. Also, mein Meister vom Puter würde sagen, das zählt nicht. Und manche würden das zählen lassen. Was sagt ihr dazu? Ja, toll! So, wir müssen jetzt 2 Keiler schießen, so wie das Schild mir das sagt. Ich sehe zwar 3 und ein kleines Ferkelchen, aber schießen wir die erstmal. Das war schon der erste Kill. Das war der zweite Kill. So, noch einen dritten schießen? Komm, machen wir noch ein kleines Ferkelchen. Hatte keiner gesehen, okay. Muah. Ins Ohr! Ja. Boah, super. Die Ernüchterung kommt immer erst am Ziel. Ich war schön knapp da drüber. Schießt du rauf oder runter, haltet runter. Aber dafür bin ich hier, wie in meiner alten Performance, schön satt im Kill. Und weiter geht's. Und für mich gibt es noch einen Strafpunkt, weil ich den Frischling schießen musste. Also liegt meine Frau punktemäßig vorne. Finde ich auch immer mal ganz schön zu sehen, ganz schnell. Ein mit dem Seil befestigter Bogenhalterung. Das schont natürlich den Baumstamm und macht nicht viel kaputt. Und man kann es auch nochmal neu platzieren. Und es ist eine schöne Hilfe für so alte Menschen wie mich, die ab und zu mal ihren Bogen aufhängen müssen. Toll gelöst. Hier haben wir einen grünen Flock. Mal was ganz Besonderes. Ein Sonderziel. Ist zwar nicht Teil dieser 100 Pfeil-Challenge, aber Pfeil kann man kaufen, Mut nicht. 50 Meter auf einen großen Bären in einem Steinhang. Ja, wollen wir doch mal probieren, ne? So, erster Schuss, Kill. What else? Ey, ich film das. Ich will cool aussehen dabei. War voll Glück. Ja, 50 Meter. Eigentlich wäre ja so ein Kill vorne auf der Brust, aber den haben sie wahrscheinlich schon sehr zerschossen. Deswegen haben sie ihn geflickt. Und dann gibt es noch einen anderen Kill hier auf der Seite. Aber damit bin ich nicht einverstanden. Weil da wäre der Schulterknochen und alles Mögliche im Weg. Sorry, da triffst du nicht einen Kill. Da ist der Arm und alles Mögliche im Weg. Das hätte irgendwo hier sein müssen vielleicht. Ja, hier hätte der Kill noch sein müssen. Also das wäre auch ein Schuss, den hätte ein Jäger so nicht geschossen. Ich bin trotzdem froh über 50 Meter und habe den hier. Hier wollte ich ihn platzieren. Hier bin ich reingekommen. Ja. Der kommt in die Sammlung besonderer Bogenständer und Halter. Schön habt ihr das gemacht. Ja, jetzt kommen meine Disziplinen hier. Bewegte Ziele. Schön gelöst mit einer Seilwinde. Hier hast du so ein Bändel. Da musst du wahrscheinlich dran ziehen. Ja, aha.
So, bewegte Ziele als alter Bewegzielexperte. Man muss sich das so hier hinziehen. Hier ist der Abschussvlog. Da scheint das Schussfenster zu sein. Jetzt gucken wir uns erstmal die Fahrbahn an. Nach dem Backstop zu urteilen, sollte man natürlich auch dann da schießen. So, es kommt. Ja, und wenn es dann gerade da ist, hält es eigentlich auch schon an. Ihr hättet besser die Schussbahn ein bisschen, also den Abschussvlog vielleicht da gemacht, damit man einen längeren Fahrtweg hat, weil es fährt ja gar nicht durch. Es bleibt ja quasi da stehen. Aber gut, trotzdem tolles Ziel. So, und hier ist mein Seilbahnassistent. Bist du bereit? Ja. Alles klar. Dann auf 3. 1, 2, 3. Und loslassen. Kabum. So sieht ein Kill aus. Schauen wir uns das mal vom Nahen an. Ah, nee. So sieht kein Kill aus. Naja, aber sind wir trotzdem happy mit. Ja, cool, die 13. Lucky Number. Was haben sie denn hier aufgebaut? Da kommt die Reiterdame doch des Hauses in volle Züge. In die vollen Zügel. Denn man muss hier auf einem echten Sattel sitzen. Ist ja geil. Guck mal. Wie cool ist das denn? Und dann von hier aus. Gott, ach, da unten hin. Uiuiuiui, okay. Respekt. Ich hab ein Pferd hier hinten. Ja! Ja, Papa hat die richtige Bewegung hier, ne? Hui! Ja, hier kriegen sie! Daneben! Aber ich kann dafür cool aussehen beim Reiten. Ah, aber ich häng fest. Ah, Hose einfach reißt. Rückstopp. Hose reißt. Ja, so elegant steigt man auch auf ein Pferd, wenn man schon seit 10 Jahren reitet. So sieht das dann aus. Du musst das Pferd machen, Till. Hammer! Hammer! Guckt euch das an! So macht man das hier! Bäm! Außengalopp! Na, wer hat denn da seinen Pfeil im Baum vergessen? Yes! Das wäre mal was. Hui! Leider habe ich keinen Flu-Flu-Pfeil dabei. Ich würde so gern die schießen. Beim nächsten Mal, mein Freund. Ich habe es trotzdem gemacht, auch ohne Flu-Flu-Pfeil. Weil wenn man in der Archery Time Arena trainiert, dann packt man da auch mal locker einen wunderbaren Kill. Mua. Wie komme ich jetzt wieder hier raus? Ich helfe. Ich tue einen Baum. Papa, tu einen Baum. Oh ja, ich müssen früher lösen können. Das machen wir nochmal. Kamera läuft und Action. Hast du gemerkt, wo er hingegangen ist? Der Laufwacker.